Wenn Spiele in einer 3D-Welt, die du selbst entwirfst und programmierst, spannend für dich klingen, dann versuch es mal mit Agent Cubes. In diesem Film zeige ich dir, wie du eine 3D-Welt in Agent Cubes erschaffen kannst. Zeichne deine eigenen Charaktere, genannt Agenten. Sie besiedeln die Welt in deinem Spiel. Steuer das Verhalten der Agenten mit Programmierregeln, die du selbst schreibst. Du kannst den ganzen Film schauen oder sobald du bereit bist, auf Pause drücken und dein eigenes Spiel erstellen. Du kannst zu verschiedenen Abschnitten im Film springen, indem du auf eine Überschrift des Inhaltsverzeichnisses rechts vom Film klickst. Das Layout von Agent Cubes ist ziemlich einfach. Wenn du Agenten gestaltest wie einen Frosch oder LKW, erscheinen sie in der linken Liste für die Agenten und du kannst sie zu deiner 3D-Welt hinzufügen, die du im Gitternetz im blauen Bereich erstellst. Am unteren Bildschirmrand befindet sich der Editor für das sogenannte Verhalten. In diesem erstellen wir die Programmierregeln, welche das Verhalten deiner Agenten steuern. Beginne nun mit deinem ersten Agenten. Wir erstellen zuerst einen Froschagenten. Ich gehe zur unteren Werkzeugleiste und wähle das Symbol Agent. In dem neuen Fenster wähle ich den Begriff Inflatable Icon. Diese Option erlaubt mir, meine eigene zweidimensionale Figur zu zeichnen und in eine dreidimensionale Figur aufzublasen. In der zweiten Spalte verändere ich nichts. In der dritten Spalte könntest du einen vorgefertigten Frosch auswählen, aber es ist viel interessanter, deine eigene dreidimensionale Froschfigur zu entwerfen. Um dies zu tun, übermale ich in der dritten Spalte die Standardfigur, den Marienkäfer, der standardmäßig ausgewählt ist. Gehe hoch zum Namensfeld und schreibe Frosch, weil ich meine eigene Froschfigur zeichnen will. Dann klicke ich unten rechts auf Speichern. Jetzt habe ich einen Agenten namens Frosch in der Agentenliste. Er sieht zwar immer noch aus wie ein Marienkäfer, aber ich werde ihn zu einem Frosch verwandeln. Ich klicke zweimal auf den Agenten und zwar genau auf das Bild des Marienkäfers, nicht auf den Namen. Das öffnet den Froschagenten im Grafikeditor. Um weitere Optionen hinzuzufügen, klicke ich auf das Symbol Weitere Werkzeuge More Tools in der Mitte des Editors. Der Bereich auf der linken Seite ist der 2D-Editor, wo ich einen Frosch statt des Marienkäfers zeichnen werde. Zum Entfernen des Marienkäfers vom 2D-Editor muss ich das Symbol Clear, also Löschen, im Zentrum des Fensters wählen. In der Werkzeugleiste auf der linken Seite wähle ich das Symbol für senkrechtes Spiegeln, welches eine blaue Linie in der Mitte des 2D-Editors zeigt. Während ich nun meinen Frosch im 2D-Editor zeichne, wird alles, was ich auf der linken Seite der Linie skizziere, auf die rechte Seite der Linie gespiegelt. Ich stelle sicher, dass der Stift oben links in der Werkzeugleiste selektiert ist und wähle den grünen Farbstift durch Anklicken der Farbauswahl in der Werkzeugleiste. Ich klicke OK, um die Farbauswahl zu beenden. Ich zeichne die linke Seite des Froschkopfes und Körpers. Was ich links von der blauen Linie zeichne, wird automatisch auf die rechte Seite gespiegelt, so dass der Frosch symmetrisch ist. Ich füge meinem Frosch ein paar Froschschenkel hinzu und zeichne das Bild weiter, bis der Körperumriss geschlossen ist. Wenn du einen Fehler machst, wie zum Beispiel hier, kannst du stufenweise durch das Drücken der Tastenkombination STRG Z auf der Tastatur alles rückgängig machen. Wenn ich den Umriss meines Frosches fertig gezeichnet habe, male ich ihn mit der grünen Farbe aus, indem ich zurück zur Werkzeugleiste gehe, den Farbeimer auswähle und auf eine Stelle im Umriss des Frosches klicke. Als nächstes erstelle ich die Hinterbeine des Frosches. Ich klicke erneut auf die Farbauswahl und dieses Mal wähle ich dunkelgrün und klicke auf OK. Ich gehe zurück zur Werkzeugleiste und wähle erneut den Stift und zeichne damit das linke Bein des Frosches, welches auf die rechte Seite gespiegelt wird. Ich wähle erneut das Farbeimerwerkzeug in der Werkzeugleiste aus und färbe das linke Bein grün. Automatisch wird auch das rechte Bein mit Farbe gefüllt. Schließlich füge ich noch die Augen hinzu. Ich gehe zurück zur Farbauswahl, klicke dort, wähle den weißen Stift aus und klicke OK. Dann gehe ich zurück zur Werkzeugleiste und wähle den Stift erneut aus. Ich zeichne das Auge, gehe zum letzten Mal zur Farbauswahl und wähle die Farbe Schwarz aus und klicke OK. Füge Pupillen hinzu und fertig.
Um eine einfache 2D-Zeichnung in einen 3D-Frosch zu verwandeln, werde ich ihn mit dem Plus-Symbol aufblasen. Ich klicke und halte dieses Symbol, während ich die Vorschau rechts beobachte und sehe, wie sich der Frosch aufbläst. Um die Froschschenkel muskulöser zu machen, füge ich noch etwas mehr Volumen hinzu. Ich gehe zurück zur Werkzeugleiste und wähle das Symbol Zauberstab. Dann klicke ich auf das linke Bein und drücke dann die Shift-Taste, während ich auf das rechte Bein klicke, um auch dieses Bein zu selektieren. Dann gehe ich zurück zum Plus-Symbol, klicke und halte es, während ich die Vorschau rechts beobachte, um zu sehen, wie sich die Beine aufblasen. Um die Schenkel zu deaktivieren, wähle ich die Tastenkombination Steuerungstaste D. Jetzt ist mein 3D-Frosch fertig. Um zu sehen, wie er in der 3D-Vorschau aussieht, wähle ich rechts in der Werkzeugleiste das Kamerasymbol. Dann klicke ich rechts auf den Vorschaubereich und bewege das Symbol, um den Frosch zu drehen. Um meinen Frosch zu speichern, wähle ich das Symbol für Speichern und der Grafikeditor wird geschlossen. Mein Frosch hat jetzt ein Froschbild in der Agentenliste. Ich möchte meinen Frosch in die Welt für mein Spiel platzieren. Dazu stelle ich sicher, dass der Frosch in der Agentenliste selektiert ist und gehe zur oberen Werkzeugleiste, wo ich das Stiftsymbol auswähle. Anschließend gehe ich in die Spielwelt und klicke in das Gitter auf die Stelle, wo ich meinen Frosch hinsetzen möchte. Immer wenn du hier eine Änderung in der Spielwelt vornimmst, zum Beispiel hinzufügen, löschen oder verschieben eines Agenten, musst du diese Änderung speichern. Dazu gehe ich zur oberen Werkzeugleiste und klicke auf das Symbol für Speichern. Im Allgemeinen, wenn ich meine Meinung über etwas, das ich in der Spielwelt geändert habe, rückgängig machen möchte, kann ich dieses Symbol zum Wiederherstellen benutzen. Wenn ich es klicke, wird die Welt zurückgesetzt auf den Stand des letzten Speicherns. Jetzt habe ich einen Agenten, nämlich den Frosch in meiner Spielwelt. Aber ich habe ihm noch nicht mitgeteilt, was er zu tun hat. Um das Verhalten des Frosches zu programmieren, benutze ich Programmierregeln. Regeln werden im Editor für Behavior, sprich Verhalten, eingefügt. Eine Regel kombiniert Bedingungen und Befehle, Actions. Wenn alle Bedingungen einer Regel erfüllt sind, dann werden die Befehle ausgeführt und der Frosch agiert entsprechend. Der Beginn einer Regel innerhalb meines Verhaltenseditors lautet: Wenn etwas zutrifft, dann passiert Folgendes. Ich möchte meiner Regel eine Bedingung und eine Aktion hinzufügen, sodass der Frosch sich in der Welt nach oben bewegt, wenn ich die Taste Pfeil nach oben drücke. Die Bedingung lautet: Ich wähle die Taste Pfeil nach oben auf meiner Tastatur und die Aktion lautet: Frosch beweg dich im Spielfeld nach oben. Dazu muss der Froschagent in der Agentenliste selektiert sein. In der oberen Menüleiste selektiere ich das Symbol mit dem schwarzen Pfeil. Im Fenster mit den Bedingungen bewege ich über den Scrollbalken den Inhalt des Bildschirms nach unten, um zur Key-Bedingung zu gelangen. Die weiße Aufschrift dieser Bedingung ist der Startwert dieser Bedingung. Sie legt fest, welche Taste gedrückt werden muss, nämlich die obere Pfeiltaste. Ich klicke und ziehe diese Tastaturbedingung vom Bedienungsfeld auf den Wenn-Teil der Regel innerhalb des Verhaltenseditors. Als nächstes füge ich eine Aktion hinzu, die definiert, wie sich der Frosch verhalten soll. Wenn die Taste Pfeil nach oben gedrückt wird, bewegt sich der Frosch in der Spielwelt nach oben. Im Fenster mit den Aktionen wähle ich den ersten Befehl für eine Bewegung und ziehe ihn in das Dann-Feld der Regel innerhalb des Verhaltenseditors. Das weiße Bild innerhalb des Befehls für die Bewegung legt den Wert dieser Aktion fest. Er definiert, in welche Richtung sich der Frosch bewegen soll. Ich möchte den Frosch nach oben in der Spielwelt bewegen. Also klicke ich dieses weiße Bild an und wähle den Pfeil nach oben, also den Wert für diese Aktion. Nun denkt der Frosch wie folgt: Wenn ein Spieler die Taste Pfeil nach oben wählt, dann bewege ich mich einen Schritt nach oben. Schon mit diesem einfachen Programm kann der Spieler den Frosch navigieren. Wir wollen prüfen, ob es funktioniert. Dazu wähle ich in der oberen Menüleiste die grüne Play-Taste. Um die Regel zu testen, drücke ich die Taste Pfeil oben auf meiner Tastatur. Und siehe da, der Frosch bewegt sich einen Schritt nach oben, jedes Mal, wenn ich die Taste Pfeil oben drücke. Der Frosch kann jetzt nach oben hüpfen, aber kann er auch nach unten, links oder rechts springen? Nein, nur nach oben. Wir müssen 3 weitere Regeln programmieren, um den Frosch auch nach unten, links oder rechts zu bewegen. Bevor ich damit anfange, gehe ich zur oberen Menüleiste zurück und stoppe das Spiel, indem ich das rote Stopp-Symbol wähle. Ich bringe den Frosch an den Start zurück, indem ich das Symbol für Spiel Neuladen in der oberen
oberen Menüleiste selektiere. Jetzt gehe ich zum Verhaltenseditor und selektiere meine programmierte Regel, indem ich die Regel in einem leeren Bereich anklicke. Ich kopiere die Regel 3-mal, indem ich in der unteren Werkzeugleiste 3-mal das Symbol für Kopieren wähle. Ich hätte auch eine völlig neue Regel programmieren können, indem ich auf das Plus-Symbol in der unteren Menüleiste klicke. Aber da die Regeln ähnlich sind, spare ich Zeit durch das Kopieren. Als nächstes muss ich diese 3 Regeln so anpassen, dass der Frosch in eine andere Richtung bewegt werden kann. Ich gehe zur zweiten Regel und klicke auf das Bild für die Tastatureingabe, also den Pfeil nach oben, und ich ändere den Inhalt der Bedingung in Richtung Pfeil nach unten, indem ich die Taste Pfeil unten auf meiner Tastatur drücke. Danach passe ich die Aktion dieser zweiten Regel an und ändere die Richtung der Bewegung zu Pfeil nach unten, indem ich das Bild dieses Befehls anklicke und den nach unten zeigenden Pfeil selektiere. Die zweite Regel sagt nun dem Frosch, dass wenn die Taste Pfeil nach unten auf der Tastatur gedrückt wird, bewegt sich der Frosch in der Spielwelt nach unten. Versuche die dritte Regel eigenständig zu programmieren. Der Frosch bewegt sich einen Schritt nach links, wenn die Taste Pfeil links gedrückt wird, und die vierte Regel besagt, der Frosch geht einen Schritt nach rechts, wenn die Pfeiltaste rechts gedrückt wird. Anschließend überprüfen wir, ob alle Regeln funktionieren. Dazu suche ich in der oberen Menüleiste das grüne Play-Symbol und klicke es. Probiere dann die verschiedenen Pfeiltasten auf meiner Tastatur aus, um zu prüfen, ob alle Regeln funktionieren und sich der Frosch tatsächlich in alle Richtungen bewegt. Wenn der Test erfolgreich war, gehe ich zurück zur oberen Menüleiste, klicke auf das rote Stopp-Symbol und das Symbol für einen Neustart des Spiels, um den Frosch auf seine Ausgangsposition zu bringen. Nun ergänzen wir die Spielwelt um einen weiteren Agenten, eine Grotte. Ziel des Spiels ist, dass der Frosch die Grotte erreicht. Wenn er das schafft, erreicht der Spieler den nächsten Level. Ich habe bereits gezeigt, wie du einen Agenten erstellst und in die Spielwelt hinzufügen kannst. Genau wie zuvor klicken wir auf das Symbol Neuer Agent und dieses Mal wähle ich Würfel, Cube, Ziegelsteine, Brick und in der dritten Spalte den zweiten Eintrag in der Liste und gebe dem Agenten den Namen Grotte und speichere. Als nächstes selektiere ich das Bild der Grotte in der Agentenliste und klicke auf das Stiftsymbol in der oberen Menüleiste. Dann klicken wir auf ein Quadrat oben im Gitternetz, um die Grotte in unsere Spielwelt hinzuzufügen. Speichere die Welt mit diesen Änderungen. Füge nun eine weitere Regel hinzu, um zu programmieren, was passieren wird, wenn der Frosch sein Ziel, die Grotte, erreicht. Ich wähle den Frosch in der Agentenliste aus und selektiere im Verhaltenseditor die oberste Regel. Dann wähle ich in der Menüleiste unten das Symbol für eine neue Regel und erstelle unter der ausgewählten Regel eine neue Regel. Ich ziehe die neue Regel im Verhaltenseditor durch Drag and Drop nach oben. Diese neue Regel muss oberhalb der Befehle sein, die den Frosch bewegen, weil der Computer die Regeln eines Agenten immer von oben nach unten liest und ausführt. Die erste Regel in einem Agent, für die alle Bedingungen erfüllt sind, wird ausgeführt. Ich möchte sicher sein, dass meine neue Regel die erste Regel sein wird, die im Frosch getestet wird, weil diese Regel das Spiel eventuell beenden soll. Also hat diese Regel höchste Priorität. Ich füge der Regel eine Bedingung hinzu. Wenn der Frosch sich direkt auf der Grotte befindet, dann ist ein Ton zu hören. Der Ton macht Tada und ein Dialog zeigt die folgende Nachricht. You win. Du gewinnst. Und die Spielwelt wird neu geladen. Ohne den Befehl Spielwelt neu laden würde der Frosch auf der Grotte sitzen bleiben, der Ton würde immer wieder erklingen und die abgebildete Nachricht würde immer wieder in einer Endlosschleife erscheinen. Ich werde diese Regel aus der Sicht des Frosches testen. Mit dem Pfeilsymbol in der oberen Menüleiste selektiere ich den Frosch in der Spielwelt und klicke auf das Kamerasymbol, um in die Ich-Perspektive zu wechseln. Ich benutze das Kamera-Schwenksymbol, um den Frosch mit frontalem Blick in der Spielwelt zu orientieren. Dann selektiere ich das nächste Symbol, um die Welt zu bewegen bzw. mitzuziehen, und das Zoom-Symbol, um die Welt zu vergrößern. Anschließend klicke ich auf das Play-Symbol. Ich wähle die Taste Pfeil oben auf meiner Tastatur, um den Frosch vorwärts zu bewegen und ihn auf die Grotte zu setzen. Sobald der Frosch die Grotte erreicht hat, gewinnt der Spieler diesen Level. Ich klicke OK und wähle dann das Stopp-Symbol. Jetzt haben wir erfolgreich eine 3D-Spielwelt erstellt, eigene 3D-Figuren entworfen und das Verhalten der Agenten programmiert. Du hast die wichtigsten Tools und Programmierschritte verstanden und könntest auch ein Spiel wie dieses Beispiel hier bauen. Es simuliert den Verkehr in einer Stadt. Du kannst ein Spiel nun mit vielen spannenden Agenten und Effekten ergänzen. Vielleicht kannst du nicht
alles am Stück fertigstellen. Wenn du eine Pause machen möchtest, kannst du dein Spiel durch Klicken des Absenden-Symbols am oberen Rand des Bildschirms runterladen. So kannst du jederzeit deine 3D-Welt besuchen. Lass uns einen Zahn zulegen, indem wir eine Straße und einige Lastwagen hinzufügen, um den Frosch herauszufordern. Dazu wähle ich die aufblasbare Standardfigur Inflatable Icon, nenne sie Straße und wähle das Symbol für Speichern. Um diesen Agenten wie eine Straße aussehen zu lassen, mache ich einen Doppelklick auf das Bild, um es in meinem Grafikeditor zu bearbeiten. Danach klicke ich auf das Symbol Löschen und wähle das Symbol, welches zugleich horizontal und vertikal spiegeln kann. Um die Straße grau auszumalen, nehme ich einen grauen Farbstift aus der Farbauswahl und dann gehe ich auf den Farbeimer und klicke in einen der Quadranten, so dass alle 4 von ihnen grau ausgefüllt werden. Um gelbe Linien auf der Straße hinzuzufügen, wähle ich das Symbol des Stifts. Ich klicke auf die Farbauswahl und wähle die Farbe Gelb, gehe auf OK und ziehe von der Mitte aus eine Linie zum linken Rand. Diese Linie wird in allen 4 Quadranten gespiegelt. Um gestrichelte Linien hinzuzufügen, wähle ich einen hellgrauen Farbstift aus der Farbauswahl und klicke OK. Von der Mitte aus zeichne ich ein paar gestrichelte Linien. Und ich speichere meinen selbst entworfenen Straßenagenten. Um meiner Spielwelt eine 3-spurige Autobahn hinzuzufügen, selektiere ich den Straßenagenten aus der Agentenliste und wähle das Symbol, mit dem man mehrere Agenten gleichzeitig einfügen kann. Ich klicke hier in die Welt, ziehe 3 Reihen nach unten und rechts. Mehrere Bilder dieses Straßenagenten bilden nun eine fertige Autobahn. Jetzt werde ich einen weiteren neuen Agenten bauen, und zwar einen LKW. Dazu wähle ich den Eintrag Inflatable Icon und in der zweiten Spalte den Eintrag ganz unten. Es gibt ein paar LKWs zur Auswahl. Ich wähle diesen hier, nenne ihn LKW oder Truck und klicke auf Speichern. Ich benutze meinen LKW-Agenten und das Stiftsymbol und setze mehrere LKWs auf meine Autobahn in willkürlichen Abständen. Ich klicke auf Speichern. Ich benutze das Pfeilsymbol, wähle einen der LKWs in der Spielwelt aus und gehe zum leeren Regelfeld links im Verhaltenseditor und füge einige Bedingungen hinzu. Wenn der LKW rechts von sich Straße sieht und diese Bedingung alle 0,5 Sekunden ausgeführt wird, dann soll sich der LKW nach rechts bewegen. Ich werde diese Funktion testen, indem ich das Play-Symbol klicke. Alle LKWs haben nun dasselbe Verhalten und bewegen sich rechts auf der Straße entlang. Ich lasse sie fahren und ein großer Stau entsteht. Der LKW bleibt stehen, wenn rechts von ihm keine Straße mehr ist. Nun wollen wir testen, was passiert, wenn der Frosch mit dem LKW kollidiert. Um die LKWs wieder in Startposition zu bringen, müssen wir die Spielwelt neu laden. Nachdem das Spiel von vorne anfängt, wähle ich die Taste Pfeil nach oben auf meiner Tastatur, so dass der Frosch einem LKW auf der Straße in die Quere kommt. Dieser LKW hält links vom Frosch an. Um herauszufinden, warum, selektiere ich mit dem Pfeilsymbol den LKW und untersuche die Regeln, welche das Verhalten dieses LKWs steuern. Die Bedingung für die Regel sieht Straße rechts von sich trifft nicht zu. Da leuchten sowohl die sieht Straße rechts Bedingung als auch die ganze Regel rot. Und die Regel wird nicht ausgeführt. Da bewegen sich die LKWs nicht mehr. Jetzt klicke ich auf Stopp. Was soll nun passieren, wenn der LKW mit dem Frosch kollidiert? Leider wird der LKW den Frosch überfahren und das Spiel ist beendet. Ich werde eine neue Regel für den Frosch. Ich wähle den Frosch mit dem Pfeilsymbol aus der Agentenliste und gehe zum Verhaltenseditor. Die Regel, die ich jetzt programmiere, hat ebenfalls hohe Priorität und muss vor den Regeln mit den Pfeiltasten kommen, die den Frosch bewegen. Daher selektiere ich die oberste Regel und klicke auf das Plus-Symbol. Aus Sicht des Frosches wird diese Regel wie folgt lauten: Wenn ich links von mir einen LKW sehe, dann ertönt ein Geräusch. Klink oder Tut. Die Simulation stoppt. Und die Nachricht erscheint: Oh no, Game over. Das Spiel ist aus. Um diese Kollisionsregeln zu testen, lade ich die Spielwelt neu, um das Spiel neu zu starten.
Ich wähle das grüne Symbol für Play und benutze die Pfeil-Oben-Taste auf meiner Tastatur, um den Frosch nach oben in den Weg eines LKWs zu navigieren. Es gibt eine Kollision und das Spiel ist vorbei. Ich klicke OK, um diese Nachricht zu schließen. Das Spiel wird noch realistischer und interessanter, wenn der Autobahnverkehr automatisch abläuft, anstatt die LKWs manuell auf der Autobahn zu platzieren. Um dies zu erreichen, brauchen wir Tunnel als Hilfsagenten, die LKWs am linken Anfang der Autobahn generieren und die LKWs am rechten Ende der Autobahn löschen. So kommen die LKWs immer von links und ein Stau rechts wird vermieden. Lasst uns die Welt jetzt neu laden. Ich wähle das Radierer-Symbol und klicke auf jeden einzelnen LKW, um alle Fahrzeuge aus der Welt zu löschen. Ich erstelle einen neuen Agenten und nenne ihn Tunnel. Ich gehe auf das Feld Inflatable Icon. Ich benutze die Standardfigur, den Marienkäfer, oberster Eintrag und klicke Speichern. Um deinen eigenen 3D-Tunnel zu zeichnen, machst du einen Doppelklick auf den Tunnelagenten, um den 3D-Editor zu öffnen. Klicke das Symbol für Löschen und selektiere wieder das Symbol für waagrechte und senkrechte Spiegelung. Wir klicken in die Farbauswahl und wählen als Farbe einen Braunton aus. Mit dem Farbeimer-Symbol klicke ich in einen der Quadranten, um die ganze Fläche zu füllen. Ich gehe zurück zur Farbauswahl, wähle einen schwarzen Stift und wähle den Stift in meiner Werkzeugleiste, um einen Bogen zu zeichnen, der gespiegelt wird. Mit dem Farbeimer-Symbol klicke ich auf einen der Bögen, um beide zu füllen. Ich möchte meinen Tunnel aufblasen mit Hilfe der Plus-Minus-Symbole und klicke ein paar Mal auf das Plus-Symbol. Um eine Ein- und Ausfahrt in meinen Tunnel zu zeichnen, selektiere ich die zwei schwarzen Bögen mit dem Zauberstab-Symbol. Ich klicke auf einen, drücke die Shift-Taste und klicke auf den anderen. Dann drücke ich die Lösch- oder die Backspace-Taste auf meiner Tastatur und wähle den gesamten Tunnel aus und drücke die Steuerungstaste A-Kombination. Nun werde ich der Tunneloberfläche ein visuelles Rauschen hinzufügen, also ziehe ich den Schieberegler leicht nach rechts. Um das Volumen etwas zu reduzieren, drücke ich ein paar Mal auf das Minus-Symbol. Und mit dem Kamera-Schwenk-Symbol wähle, klicke und bewege ich, damit ich eine Vorschau meines dreidimensionalen Tunnels bekomme. Anschließend wähle ich Speichern. Jetzt möchte ich 3 Tunnel, an jedem Ende meiner Autobahn jeweils einen. Ich wähle das Stiftsymbol, gehe auf die Spielwelt und platziere 3 Tunnel auf der linken und auf der rechten Seite und speichere dann meine Spielwelt mit diesen Änderungen. Ich programmiere nun den Tunnel so, dass Autos generiert werden. Mit dem Pfeilsymbol wähle ich einen der Tunnel, ich gehe zum leeren Regelfeld im Verhaltenseditor und füge einige Bedingungen hinzu. Aus der Sicht des Tunnels bedeutet dies, wenn ich rechts von mir eine Straße sehe, alle 0,5 Sekunden, dann generiere ich zu meiner Rechten einen neuen LKW. Um diese Regel zu testen, klicke ich auf das grüne Play-Symbol. Die Tunnel am linken Ende der Straße generieren LKWs, aber die LKWs stauen sich noch vor dem Tunnel auf der rechten Seite. Um das zu verhindern, dass die LKWs sich rechts am Straßenende stauen, muss ich die LKWs programmieren, dass sie gelöscht werden, wenn ein Tunnel rechts liegt. Also erstelle ich eine neue Regel für den LKW-Agenten. Mit dem Pfeilsymbol wähle ich einen der LKWs rechts neben einem Tunnel. Ich wähle die vorhandene Regel im Verhaltenseditor und erstelle eine neue Regel. Ich füge eine Bedingung hinzu, die aus Sicht des LKWs Folgendes ausdrückt. Wenn ich rechts von mir einen Tunnel sehe, dann werde ich mich löschen.
Die LKWs werden nun automatisch gelöscht und generiert. Ich musste nicht die Play-Taste klicken, weil das Spiel sowieso gerade läuft. Das Spiel wäre nicht zu gewinnen, wenn ich es so weiterlaufen lassen würde, weil der Frosch nie die Autobahn überqueren könnte, um die Grotte zu erreichen und das Spiel zu gewinnen. Um dieses Problem zu lösen, müssten die Autos langsamer generiert werden, durch Anpassen der Regel, die das Verhalten des Tunnels steuert, sodass die Autos weniger häufig generiert werden. Mit dem Pfeilsymbol wähle ich den Tunnel und füge eine weitere Bedingung im Verhalten des Tunnels hinzu, die Bedingung mit einer Wahrscheinlichkeit. Siehst du jetzt, wie weniger Autos generiert werden? Es sind jedoch immer noch zu viele, also reduziere ich die Wahrscheinlichkeit noch etwas und wähle den Wert 20%. Ich warte, bis ich ein interessantes Verkehrsmuster bekomme, dann klicke ich Speichern, um die Welt mit diesen Änderungen zu speichern. Nun wollen wir das Spiel spielen. Ich warte auf eine gute Gelegenheit, bis der Frosch die Straße überqueren kann. Dann drücke ich ein paar Mal die Pfeiltaste nach oben, um ihn über die Straße und zur Grotte zu lotsen. Und ich gewinne das Spiel. Ich klicke OK. Und jetzt möchte ich versuchen, das Spiel in der Ich-Perspektive zu spielen. Mit dem Pfeilsymbol wähle ich den Frosch und dann klicke ich auf das Kamerasymbol, um auf die Ich-Perspektive zu wechseln. Ich benutze die Pfeil-Oben-Taste, um den Frosch in den Verkehr direkt vor einen LKW zu navigieren. Das Spiel misslingt und ich habe verloren, aber es machte trotzdem Spaß. Jetzt hast du 3 wesentliche Computational Thinking Patterns gelernt. Kollision, die Kollision von LKW und Frosch. Generieren, die Tunnel und die LKWs generieren. Und absorbieren, das heißt die Tunnel verschlucken bzw. löschen LKWs. Mit diesen Fähigkeiten kannst du deine eigenen anspruchsvollen Spiele bauen oder du kannst mich weiterhin begleiten, wie ich mehr Figuren und Programmierbefehle in diese 3D-Welt hinzufüge. Lass uns das Spiel noch ein wenig schwieriger machen. Der Frosch soll einen Fluss auf dem Weg zur Grotte überqueren. Ich erstelle einen neuen Agenten für den Fluss und beginne im 3D-Editor mit der aufblasbaren Figur aus der Landschaftskategorie. Wähle das Wassersymbol, benenne es Fluss und speichere. Um dem Fluss der Spielwelt hinzuzufügen, benutze ich das Symbol für Mehrfacheinträge, klicke und ziehe es quer über die Welt. Danach speichere ich die Welt mit diesen Änderungen. Da der Frosch beim Überqueren des Flusses ertrinken könnte, füge ich dem Frosch dieses Verhalten hinzu. Mit dem Pfeilsymbol selektiere ich den Frosch in der Spielwelt und setze ihn genau unterhalb des Flusses. Ich wähle die oberste Regel im Verhaltenseditor und erstelle eine neue Regel direkt darunter. Diese Regel lautet: Wenn ich über dem Fluss bin, dann ertönt ein Geräusch. Whip. Ich zeige eine Nachricht. I cannot swim. Ich kann nicht schwimmen. Und das Spiel startet neu. Um diese Regel zu testen, klicke ich auf das grüne Play-Symbol in der Symbolleiste oben und benutze die Pfeil-Oben-Taste auf meiner Tastatur, um den Frosch auf das Wasser zu bewegen. Der Frosch ist ertrunken. Ich klicke OK und das Spiel wird erneut gestartet. Ich drücke nun das Stopp-Symbol. Jetzt sollen noch Holzstämme auf dem Fluss schwimmen, also erstelle ich einen weiteren Agenten. Ich nenne ihn Holzstamm und ich beginne mit der aufblasbaren Standardfigur. Ich selektiere diese mit Doppelklick in der Agentenliste und klicke auf Löschen mit dem Symbol für waagrechte und senkrechte Spiegelungen und Braun als Farbauswahl. Benutze ich das Stiftwerkzeug, um eine horizontale Linie zu zeichnen. Mit dem Farbeimer fülle ich die Figur braun aus. Ich wähle die Farbe Orange und zeichne mit dem Stift einen Bogen.
Ich benutze das Plus-Symbol in der Mitte des Design-Editors, um den Holzstamm aufzublasen. Anschließend wähle ich das Zauberstab-Symbol und selektiere damit den braunen Bereich. Mit dem Kamera-Schwenk-Symbol werde ich die Vorschau so drehen, dass ich den Holzstamm von der Seite sehen kann. So habe ich eine bessere Vorstellung davon, wie viel Füllung mit dem Minus-Symbol abgelassen werden soll. Außerdem füge ich der Oberfläche des Holzstammes visuelles Rauschen hinzu. Speichern nicht vergessen. Ich möchte, dass die Holzstämme automatisch zum Beispiel von einer Brücke generiert werden, genau wie zuvor die LKWs durch Tunnel generiert wurden. Also erstelle ich einen Brückenagenten. Ich beginne mit der aufblasbaren Standardfigur. Selektiere diese durch Doppelklick in der Agentenliste und lösche das 2D-Bild im Grafikeditor. Ich benutze wieder das waagrechte und senkrechte Spiegelsymbol, klicke in die Farbauswahl und wähle eine graue Farbe. Mit dem Farbeimer fülle ich die neue Figur. Ich klicke nochmals in die Farbauswahl, wähle Schwarz und klicke OK. Mit dem Stift zeichne ich nun einen Bogen. Und fülle die Fläche schwarz aus. Ich gehe auf das Plus-Symbol, um die Brückenfigur aufzublasen. Dann wähle ich das Rechteck-Symbol in der Werkzeugleiste und zeichne ein Rechteck, so wie hier. Um die Brücke oben etwas abzuflachen, benutze ich den Schieberegler im Sealing-Werkzeug zum Abrunden, um den ausgewählten Teil abzuflachen. Mit dem Zauberstab selektiere ich die Fläche im schwarzen Bogen, halte die Shift-Taste und selektiere den anderen schwarzen Bogen. Dann drücke ich die Lösch- oder Backspace-Taste auf meiner Tastatur, um Öffnungen in der Brücke zu erstellen. Ich drücke STRG D auf meiner Tastatur und benutze dann das Kamera-Schwenkwerkzeug, um zu prüfen, wie meine Brücke aussieht. Speichern nicht vergessen, um meinen neuen Brückenagenten zu speichern. Ich setze nun an den Rand der Flüsse Brücken mit dem Stiftsymbol. Hier und hier. Und dann speichere ich die Spielwelt mit diesen Änderungen. Als nächstes programmiere ich meine Brücke so, dass sie generiert. Mit dem Pfeilsymbol wähle ich diese Brücke und werde ihr das gleiche Verhalten geben, das ich verwendet habe, damit die Tunnel-LKWs generieren. Aus Sicht der Brücke bedeutet diese Regel, wenn ich rechts von mir den Fluss sehe, soll alle 0,5 Sekunden und mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%. Dann generiere ich rechts einen neuen Holzstamm. Als nächstes erstelle ich für die Holzstämme einige Regeln, sodass sie sich nach rechts bewegen und von der Brücke am rechten Flussende gelöscht werden. Ich selektiere den Holzstammagenten und erstelle eine Regel, die aus Sicht des Holzstammes wie folgt lautet. Wenn ich rechts von mir einen Fluss sehe, bewege ich mich alle 0,5 Sekunden einen Schritt nach rechts. Damit der Holzstamm von der Brücke gelöscht wird, füge ich eine weitere Regel hinzu. Wenn ich rechts von mir eine Brücke sehe, dann werde ich mich löschen. Jetzt möchte ich testen, ob sich der Frosch auf einem treibenden Holzstamm auf dem Wasser mitbewegen kann. Ich könnte die Pfeil-Oben-Taste auf meiner Tastatur benutzen, um den Frosch ans Flussufer zu bringen. Aber für Testzwecke benutze ich einfach das Pfeilsymbol und setze den Frosch an die gewünschte Stelle.
Ich klicke das grüne Play-Symbol und warte, bis ein Holzstamm erscheint, der den Frosch transportieren kann. Als ich die Pfeil-Oben-Taste drückte, damit der Frosch auf einen Holzstamm springt, bewegten sich die Holzstämme allerdings weiter. Der Frosch fiel ins Wasser und ertrank. Das ist nicht das gewünschte Ergebnis, daher klicke ich OK, um das Spiel neu zu starten und klicke auf das Stopp-Symbol. Um den Fehler zu beheben, programmiere ich das Verhalten des Holzstammes so, dass der einen Frosch transportieren kann. Ich selektiere den Holzstamm in der Agentenliste. Dann gehe ich zur ersten Regel am Verhaltenseditor und ersetze den Bewegungsbefehl mit dem Befehl Transport in Richtung rechts. Jetzt müsste sich der Holzstamm bewegen, als auch jeden Agent, der auf ihm ist, transportieren. Ich werde diese Änderung testen. Mit dem Pfeilsymbol platziere ich den Frosch am Ufer des Flusses, dann klicke ich das Play-Symbol und benutze die Pfeil-Oben-Taste auf meiner Tastatur, so dass der Frosch auf einen Holzstamm hüpft. Der Holzstamm hat den Frosch mit sich dem Fluss hinunter transportiert. Aber schließlich traf der Frosch die Brücke, rutschte vom Holzstamm ab ins Wasser und ertrank. Daher benötige ich weitere Figuren in meinem Spiel, zum Beispiel Schildkröten, auf denen der Frosch nach links zurücktransportiert wird, bevor er die Brücke erreicht. Also klicke ich auf OK und auf Stopp. Ich erstelle einen neuen Agenten. Eine Schildkröte. Ich wähle einen Eintrag aus der Liste in meinen Inflatable Icons in der Tierkategorie. Eine Schildkröte. Und dann werde ich einen anderen Agenten erstellen, eine Insel, als Hilfsagenten, um Schildkröten in meinem Spiel zu generieren. Dieses Mal wähle ich in der zweiten Spalte Landschaften, Landscapes. Dort gibt es eine Insel, die ich verwenden kann. Mit dem Stift füge ich einige Inseln hinzu. Hier und hier. Ich speichere die Welt mit diesen Änderungen. Ich möchte, dass die Insel auf der rechten Seite Schildkröten generiert. Dieses Verhalten ist vergleichbar mit der Brücke, die Holzstämme generiert. Allerdings dieses Mal in die entgegengesetzte Richtung, von rechts nach links. Mit dem Pfeilsymbol selektiere ich die rechte Insel und dann füge ich eine Regel hinzu, die aus Sicht der Insel sagt, wenn ich links von mir ein Stück Fluss sehe, alle 0,5 Sekunden, und mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%, dann generiere ich links von mir eine neue Schildkröte. Die Schildkröten müssen sich nach links bewegen, also wähle ich die Schildkröte in der Agentenliste und programmiere eine Regel. Wenn ich links von mir einen Fluss sehe, alle 0,5 Sekunden, dann bewege ich mich einen Schritt nach links. Zusätzlich sollen die Schildkröten von der Insel auf der linken Seite gelöscht werden, also brauche ich eine weitere Regel. Wenn ich links von mir eine Insel sehe, dann werde ich mich löschen. Jetzt kann ich endlich das komplette Spiel spielen. Ich klicke auf das grüne Play-Symbol und benutze die Pfeiltasten auf meiner Tastatur, um den Frosch über die Autobahn zu bewegen. Und dann benutze ich die Pfeil-Links-Taste, um ihn nach links zu bewegen, wo er eher einen Holzstamm wie diesen erwischen kann. Ich werde den Frosch auf eine Schildkröte springen lassen und dann bis hin zur Grotte navigieren. Und das Spiel ist gewonnen. Ich klicke OK, um die Welt neu zu laden und stoppe das Spiel. Das macht echt Spaß. Um alles noch schöner zu machen, füge ich einige Landschaftselemente hinzu. Ich erstelle einen neuen Agenten, benenne ihn zum Beispiel Hecke und wähle in der ersten Spalte Tile, dann zweite Spalte Pflanzen, Plants und dritte Spalte ganz unten Hecke. Mit dem Stift setze ich eine Hecke in all diese leeren Bereiche.
Dann speichere ich die Welt mit diesen Änderungen. Jetzt haben wir ein komplettes Spiel erstellt. Warum versuchst du nicht, das Spiel in der Ich-Perspektive zu spielen, indem du auf das Kamerasymbol klickst, das Ganze in die Ich-Perspektive drehst und ausprobierst, wie du vorankommst? Herzlichen Dank, dass du mit mir diese Übung gemacht hast. Du hast erfolgreich ein 3D-Spiel gebaut, gelernt, wie man 3D-Figuren erstellt und wie man sie programmieren kann. Bitte sende dein Spiel ein, so dass du weiterhin darauf zugreifen kannst, oder zeige es deinen Freunden. Um weitere Ideen zu möglichen Spielen zu bekommen oder Simulationen, die man bauen könnte, geh einfach auf die Website von Scalable Game Design: http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu oder auf die Schweizer Seite www.scalablegamedesign.ch.